Das Umbauen von Miniaturen, auch Kitbashing genannt, ist im Tabletop-Hobby praktisch so alt wie das Hobby selbst. Wie einfach sich Figuren umbauen lassen, war ja bereits Thema in einer vergangenen TWS-Challenge. Ansonsten fordern ja in letzter Zeit besonders Indie-Spiele wie Trench Crusade ausdrücklich dazu auf, Miniaturen kreativ umzugestalten. Doch wie schaut's mit Kitbashing im Geländesektor aus? Ich möchte euch nun 3 Varianten zeigen, wie ihr Plastikbausätze mit wenig Aufwand und einfachen Techniken zu völlig neuen Modellen umbaut. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kleiner Disclaimer vorweg, für dieses Video hat mir Asmodee Deutschland einige Star Wars Shatterpoint Boxen kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellt. Als großer Shatterpoint-Fan kannte ich das Gelände aus der Core-Box bereits sehr gut, sodass ich die Umbauten für dieses Video viel gezielter angehen konnte. Und das wäre auch schon mein erster Tipp für euch. Wenn ihr Gelände für ein spezielles Spiel umbaut, macht euch vorher unbedingt mit den Regeln vertraut und zockt einige Runden. Welche Maße und Höhenunterschiede müssen beispielsweise eingehalten werden? Sind schmale Plattformen okay oder sollten sie lieber etwas breiter sein? Habt solche Dinge unbedingt im Hinterkopf, damit am Ende kein Modell entsteht, das zwar genial aussieht, aber auf dem Spieltisch leider keinen Sinn macht. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, basiert auf der Idee, Bauteile einfach anders zusammenzukleben als von der Anleitung vorgegeben. Dieses Gebäude hier hat durch seine abgerundete Form bereits einige Möglichkeiten, wie man es anders zusammenbauen könnte. Besonders wenn man 2 dieser Gebäude zur Verfügung hat. Dann kann man nämlich ganz einfach jeweils eine Wand weglassen und die kleinen Hütten zu einem größeren Gebäude zusammenkleben. Tatsächlich muss in diesem Fall sogar nirgends etwas abgeschnitten werden, einfach zusammenkleben und fertig. Damit dabei alle Teile gut aufeinander gedrückt werden, nehme ich nur ein paar Zwingen zur Hilfe. Das ist einfach bequemer, als die Teile minutenlang festzuhalten. Nehmt danach Plastikcard, um die Fugen an den Klebestellen zu kaschieren. Plastikcard kommt aus dem klassischen Modellbau-Hobby und ist genau wie Papier oder Pappe in verschiedenen Dicken erhältlich. Alternativ könnt ihr auch dünnes Plastik von einer Verpackung oder etwas festeres Papier bzw. Tonpapier nehmen. Schneidet daraus schmale Streifen zurecht, die dann wie Blenden auf die Fugen geklebt werden. Ich nehme hier relativ dünnes Plastikcard, was sich somit am Modell biegen und mühelos abschneiden lässt. Fertig ist der erste Umbau. War doch ganz einfach, oder? Und keine Angst, bei der zweiten Variante wird's nicht viel komplizierter. Sucht zunächst wieder nach Teilen, die sich möglichst mühelos neu kombinieren lassen. Allerdings plant ihr diesmal ein, dass hier und da etwas abgeschnitten oder Material weggekratzt werden muss. Diese Plattformen zum Beispiel werden üblicherweise rechteckig zusammengebaut. Aber 4 der breiten Mauern lassen sich auch als Quadrat zusammenkleben. Sofern man natürlich vorher die Halterung auf der Innenseite entfernt hat und diese Stellen fürs Zusammenkleben glättet. Um abschließend die Lücken an den Ecken zu füllen, greift ihr wieder auf Plastik in Form von eckigen Profilleisten zurück. Solche Stangen gibt's für kleines Geld und in verschiedenen Maßen. Sucht eine optisch passende Stange aus und schneidet mit einem Bastelmesser entsprechende Stückchen zum Aufkleben zu. Oder nutzt so eine Schneidhilfe, die wie ein Fallbeil funktioniert. Diese Bastelguillotine hat übrigens ein TWS-Zuschauer designt und mir als 3D gedrucktes Modell zugeschickt. Ich sage vielen Dank Arthur, den Link zu seiner Datei findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit wäre auch schon der zweite Umbau beendet. Weiter geht's mit Nummer 3, wo es nun etwas komplexer wird. Euer wichtigstes Werkzeug ist nun eure Geduld. Denn um grundverschiedene Teile zu kombinieren, muss ständig angehalten, Maß genommen, abgeschnitten, nochmal angehalten, nochmal nachgeschnitten werden und so weiter. Arbeitet euch daher ganz entspannt Schritt für Schritt und jeweils Bauteil für Bauteil voran, bis ihr wie ich einen Grundkörper bzw. Gebäudeumriss habt. Zum Kürzen und Bearbeiten der Bauteile kommen zu Zange und Bastelmesser nun auch eine Säge und/oder ein Multifunktionsschleifer wie zum Beispiel ein Dremel-Modell hinzu. Dazu ein Tipp: Schneidet im Zweifelsfall erstmal weniger ab als ursprünglich abgemessen und erledigt die restlichen Feinheiten mit dem Messer oder Schleifwerkzeugen. Denn wie gesagt,
Geduld beim möglichst präzisen Anpassen ist euer wichtigstes Werkzeug. Den Rest erledigt ihr dann mit Plastikkart und Plastikprofilen. Bastelt euch beispielsweise wie hier eine Halterung, auf die ihr dann quasi eine Gebäudedecke klebt. Und damit die Oberseite dann zum Rest des Gebäudedesigns passt, klebt ihr einfach noch ein paar kurze Eckleisten auf. Auch eventuelle Lücken lassen sich wieder prima mit Streifen oder Eckleisten kaschieren. Ihr seht, Kitbashing mit Geländebausätzen ist nicht viel komplizierter als eine Miniatur umzubauen. Man braucht nur etwas mehr Geduld und gegebenenfalls ein paar extra Werkzeuge. Dafür belohnt ihr euch dann mit wie hier einigen Star Wars Gebäuden, die in der Galaxis wohl absolut einmalig sind. Wie eingangs erwähnt, habe ich bei meinen Umbauten besonders an die Shatterpoint-Regeln gedacht und daher auf breite Plattformen und viele Möglichkeiten zum Anlegen von Stegen geachtet. Hierdurch ergeben sich für die Spieltischgestaltung viel mehr Möglichkeiten, als man es vom strikt nach der Anleitung zusammengebauten Gelände gewohnt ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video motiviert, selbst einmal zu Bastelmesser und Zange zu greifen, um eigene Umbauten zu starten. Wenn dem so ist, freue ich mich auf Feedback und Erfahrungsberichte. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!